Willkommen bei Berlin A&O. Heute sind wir in Charlottenburg und Spandau unterwegs. In einer Gegend, die eng mit der Industriegeschichte Berlins und der Firma Siemens verbunden ist. Auf unserem Spaziergang lernen wir einen Stadtteil kennen, der im letzten Jahrhundert sprichwörtlich auf der grünen Wiese entstanden ist. Von Industrie über Kultur und Entspannung im Grün ist für jeden und jede etwas dabei. Unsere Tour beginnt in der Großsiedlung Siemensstadt. Dorthin kommen wir mit der U7. Am U-Bahnhof Halemweg, der seine Eröffnung in den 80ern bis vor kurzem nicht verstecken konnte, geht es los. Derzeit wird hier allerdings umgebaut, sodass man davon wenig sieht. Von dort aus geht es den Halemweg entlang zur Sühne-Christi-Kirche. Die Gemeinde der in den 1960ern gebauten Kirche, in dessen Gemeindegebiet auch die Gedenkstätte Plötzensee liegt, entschloss sich, dies zum Anlass zu nehmen und eine Gedenkmauer an der Kirche zu errichten. Wir biegen links ab und folgen der Töblerstraße und kommen nach dem Göbelplatz zum Beginn der Großwohnsiedlung. Wie auch die Siedlung Schillerpark, die wir uns in unserem zweiten Wedding-Video angesehen haben, gehört sie zum UNESCO-Weltkulturerbe Siedlungen der Berliner Moderne. Anfang des 20. Jahrhunderts konzentrierte Siemens seine Produktionsstätten, die vorher über das Berliner Stadtgebiet verteilt waren, um den Nonnendamm. Die Großsiedlung entstand in den 20er und 30er Jahren, um den Werktätigen Wohnraum in der Nähe ihrer Arbeitsstätten zu bieten. Die Gebäude wurden nach den Ideen des neuen Bauens von namhaften Architekten der Weimarer Republik wie Walter Gropius, Otto Bartning und Hans Scharoun geplant. Größtenteils sind die Häuser in Nord-Süd-Richtung gebaut. Eine Ausnahme bildet der sogenannte Lange Jammer. Der 380 Meter lange Zeilenbau erhielt seinen Namen wegen seiner Monotonie und Schlichtheit. Zwischen den Wohnhäusern findet sich mit Bäumen, Wiesen und Sträuchern viel Grün. Das Menschenbild des neuen Bauens und das der Nationalsozialisten ließ sich nicht vereinbaren. Daher wurden weitere Planungen für die Siedlung verworfen und erst in den 1950ern in geänderter Form umgesetzt. Zu erwähnen ist, dass die Siedlung als erste im Berliner Raum über ein Fernheizwerk verfügte, das die Wohnungen mit Wärme versorgte, sodass der Platz für einen Ofen anderweitig genutzt werden konnte. Das Fernheizwerk, das auch als Waschhaus genutzt wurde, beherbergt heute das Vermietungsbüro der Deutschen Wohnen. An dieser Stelle verlassen wir die Großsiedlung. Einige Schritte nach dem Waschhaus sieht man einen Bahndamm. Er gehört zur früheren Siemensbahn. Sie wurde, wie der Name andeutet, Ende der 1920er Jahre von Siemens gebaut, um die Arbeiter zu den Werken zu bringen. Die Strecke schloss die Siemensstadt mit einer von Anfang an elektrischen S-Bahn-Strecke an den S-Bahn-Ring an. Die Bahn wurde bis in die 1980er betrieben und dann geschlossen. Grund war ein Streik von Westberliner S-Bahn-Fahrern der Ostdeutschen Reichsbahn, die die S-Bahn im gesamten Berliner Stadtgebiet betrieb. Am Ende des Streiks wurden große Teile des Westberliner S-Bahn-Netzes stillgelegt. Es gibt Pläne, die Strecke wieder zu eröffnen und sogar zu verlängern, doch derzeit liegt sie im Dornröschenschlaf. Wir folgen ihrem Verlauf bis zum Siemensdamm, wo wir von der Straße aus den Bahnhof Wernerwerk sehen können. Er liegt im Verlauf zwischen zwei Kurven und ist auf 71 Einzelbrücken aufgeständert. Direkt daran grenzt auch das namensgebende Wernerwerk an, in dem hauptsächlich Rundfunktechnik hergestellt wurde.
Für die Bauzeit typisch sind auch die Gebäude dieses Werkes im Stil der Neuen Sachlichkeit gehalten. Siemens produziert mittlerweile weltweit und nutzt so nicht mehr alle früheren Werks- und Verwaltungsgebäude selbst. In einige sind Start-ups und mittelständische Unternehmen eingezogen. Und auch die Agentur für Arbeit hat eines der Gebäude bezogen. Dennoch betreibt die Firma noch viele ihrer Unternehmenssparten in der Siemensstadt. Sie liegen besonders entlang des Siemensdamms, dem wir bis zum Quellweg folgen. Dort biegen wir ab und streifen die Großsiedlung Siemensstadt dabei wieder. Wir sind auf dem Weg zum Volkspark Jungfernheide. Auf halbem Weg liegt die katholische Kirche St. Joseph, die sich durch gerade schmucklose Formen innen und außen auszeichnet. Sie wurde 1935 fertiggestellt und war für die Arbeiter gedacht, die aus dem katholischen Bayern, Rheinland und Schlesien kamen. Wir folgen dem Quellweg und dann dem Jungfernheideweg weiter und kommen so zum Volkspark Jungfernheide. Mit den Jungfern im Namen sind die Nonnen des Benediktinerinnenklosters gemeint, die auch dem Nonnendamm ihren Namen verliehen. Im 19. Jahrhundert wurde die Gegend als Forst- und Jagdland sowie zum Exerzieren und Schießen genutzt. Erst im 20. Jahrhundert wurden Planungen, einen Stadtpark umzusetzen, Realität. Bis 1927 wurden hier nach Plänen von Erwin Barth ein Freibad, Sport- und Spielplätze und ein Wasserturm gebaut. Wir betreten den Park am Strandbad. Und laufen somit direkt auf den künstlichen Teich zu, in dessen Mitte eine Insel liegt, auf die 2 Brücken führen. Der Teich ist mit dem Nonnengraben zur Spree verbunden. Auf der anderen Seite des Teiches findet sich am hinteren Ende des Parkes ein Wasserturm. Er wurde im Stil des Backsteinexpressionismus gebaut. Zu seinen Füßen findet sich ein Sommergarten, in dem man in der heißen Jahreszeit speisen und trinken kann. An dieser Stelle endet unsere Tour auch schon fast. Wir verlassen nun noch den Park Richtung Halemweg und folgen diesem dann wieder zur U-Bahn-Station, an der unsere Tour begonnen hat. Wenn dir das Video gefallen hat, interessieren dich möglicherweise unsere anderen Videos, zum Beispiel zum Ortsteil Moabit oder zum Hansaviertel. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.